Sagt mal, habt ihr euch schon einmal die offiziellen Bilder der NASA von unserer Erde ganz genau angeschaut? Diese Aufnahmen sehen oft so perfekt aus, so makellos, dass man fast glauben könnte, sie stammen aus einem Disney-Film. Und genau hier beginnen bei vielen die Zweifel. Im Netz kursieren tausende Theorien. Das ist alles Photoshop. Warum sehen die Wolken auf verschiedenen Bildern identisch aus? Und warum gibt es angeblich keine echten Fotos der Erde am Stück? Herzlich willkommen bei Mitternachtsfragen. Heute beantworten wir die Frage, warum gibt es keine echten Bilder der Erde aus dem Weltraum, völlig unverändert? Aber bevor wir anfangen, wenn du neu auf dem Kanal bist, abonniere ihn und aktiviere die Glocke, damit du keine Folge verpasst. Das erste Problem ist reine Physik, und zwar die Distanz. Stellt euch vor, ihr wollt ein Selfie machen, aber euer Arm ist zu kurz. Genau das ist das grundlegende Problem der meisten Satelliten. Die Internationale Raumstation, die ISS, kreist in etwa 400 Kilometern Höhe um die Erde. Das klingt viel, ist es aber nicht. Die Erde ist gigantisch. Von dort oben sieht man nur einen winzigen Ausschnitt. So, als würde man mit dem Auge direkt an einem Fußball kleben. Man erkennt die Oberfläche, vielleicht die Struktur, aber niemals den ganzen Ball. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Moment mal, wir schicken doch ständig Sonden zum Mars. Perseverance, früher die Voyager-Sonden. Warum machen die nicht einfach auf dem Weg ein schönes, scharfes Foto der Erde, während sie sich entfernen? Eine absolut berechtigte Frage. Aber hier kommt der entscheidende Punkt. Diese Sonden sind hochspezialisierte wissenschaftliche Werkzeuge. Wenn die Kamera eines Mars-Rovers dafür gebaut ist, Gesteinsproben im Millimeterbereich zu analysieren, dann ist sie schlicht nicht dafür gemacht, aus Millionen Kilometern Entfernung die Erde zu fokussieren. Das ist, als würde man versuchen, mit einem Mikroskop ein Landschaftsfoto aufzunehmen. Es funktioniert einfach nicht. Dazu kommt, Treibstoff im All ist Gold wert. Jedes Gramm Gewicht, jede Bewegung, selbst das Drehen einer Kamera muss exakt berechnet werden. Eine Sonde wie Cassini hat tatsächlich einmal ein Foto der Erde aus der Ferne gemacht, das berühmte The Day the Earth Smiled. Aber aus dieser Distanz ist unsere Erde nicht mehr als ein kleiner, blasser, blauer Punkt. Ästhetisch schön? Ja. Wissenschaftlich jedoch fast wertlos. Und genau deshalb schicken wir heute keine Menschen mehr weit weg, nur um ein Foto zu machen. Seit 1972 war kein Mensch weiter als etwa 600 Kilometer von der Erde entfernt. Eine bemannte Mission über den sogenannten Low Earth Orbit hinaus kostet Milliarden. Warum sollte man Menschenleben riskieren, nur um einen Snapchat-Moment zu schießen, den ein Satellit für einen Bruchteil der Kosten erledigen kann? Aber warum sehen Satellitenbilder dann oft so zusammengebastelt aus? Und genau hier schreien die Skeptiker auf. Nehmen wir das berühmte Blue Marble-Bild von 2012. Der NASA-Datenvisualisierer Robert Simon hat selbst gesagt, dass dieses Bild ein sogenanntes Composite ist. Und jetzt kurz innehalten. Composite bedeutet nicht gefälscht. Die meisten Satelliten, wie der Suomi NPP, kreisen relativ nah an der Erde, um hochauflösende Klimadaten zu sammeln. Sie scannen die Erde in schmalen Streifen. Es ist physikalisch unmöglich, aus dieser Nähe die gesamte Kugel auf einmal zu sehen, genauso wie man sein Gesicht nicht komplett sieht, wenn man den Spiegel küsst. Simon nimmt diese echten Datenstreifen und setzt sie zu einer vollständigen Kugel zusammen. Das ist nichts anderes als ein Panoramafoto auf eurem Handy. Es besteht aus vielen Einzelbildern, aber der Ort existiert wirklich. Aber jetzt zur entscheidenden Frage. Gibt es wirklich kein einziges aktuelles Foto der Erde am Stück? Doch. Und hier kommt mein persönlicher Lieblingsbeweis.
der DSCOVR-Satellit. Er wurde 2015 auf eine ganz besondere Mission geschickt, weit weg von jeder Pixelbastelei. Er befindet sich 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, am sogenannten Lagrange-Punkt L1, ein Ort im All, an dem sich die Schwerkraft von Sonne und Erde gegenseitig ausgleicht. Dort sitzt eine Kamera namens EPIC, Earth Polychromatic Imaging Camera. Unter der Leitung des Wissenschaftlers Adam Szabo schießt diese Kamera alle 2 Stunden ein echtes, vollständiges Foto der sonnenbeschienenen Erde. Keine Streifen, kein Photoshop. Auf der offiziellen NASA-Seite könnt ihr jeden Tag zusehen, wie sich unsere Erde dreht. Mit echten Wolken, echten Wetterphänomenen und echten Farben. Die Wissenschaft lügt uns also nicht an. Sie versucht lediglich, uns die bestmögliche Auflösung zu liefern. Für Forscher ist ein Mosaik aus Millionen von Pixeln wertvoller als ein weit entfernter Schnappschuss. Aber für uns, für die Menschen, die nachts wach liegen und sich diese Fragen stellen, ist der Anblick dieser einsamen blauen Kugel im schwarzen Nichts vielleicht das stärkste Zeichen dafür, wie verbunden wir wirklich sind. Damit haben wir unsere Frage beantwortet. Warum gibt es keine echten Bilder der Erde aus dem Weltraum, völlig unverändert? Was denkt ihr? Braucht ihr das perfekte 8K-Mosaik? Oder reicht euch das echte, aber blasse Foto aus der Ferne? Schreibt es mir in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.